Du möchtest besser werden und mehr Siege in Rivals und der Weekend League holen? Hier gibt's 5 Tipps für den Angriff und die Verteidigung. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. Ihr habt es euch ja gewünscht in den Kommentaren. 5 Tipps für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, sich das nochmal anzuschauen, die du sofort einsetzen kannst und mit denen du sofort besser werden kannst. Und der erste Tipp ist, mit deinen ZMs zu verteidigen. Egal welche Formation du spielst, ob du eine 3er, 4er oder 5er Kette hast, ganz wichtig ist, dass du diese letzte Kette, also hier in dem Beispiel deine 4er Kette, so spät wie möglich ansteuerst und davor vor allen Dingen versuchst mit den ZMs zu steuern. Und mit den ZMs kannst du dann, so wie hier zum Beispiel mit Lorente und Gosens, vor allen Dingen diesen Bereich vom 16er halten. Und wenn der Gegner dann versucht, diese Pässe in die Spitze zu machen, dann fängst du die ab. Und das ist auf jeden Fall deutlich wichtiger, als draufgehen, das Tackle zu versuchen und das dann zu verkacken. Am allerbesten kannst du den Running Jockey nutzen. Das ist, wenn du L2 und R2 auf der Playstation, LT und RT auf der Xbox nutzt. Dann geht dein Gegner diesen Verteidigungslauf. Dadurch wird er erstens mal breiter. Das bedeutet, du hast eine höhere Chance, Schüsse zu blocken, Pässe abzuzwangen. Und der zweite Vorteil ist auch, du bist auch ein bisschen beweglicher, so wie Mr. Krabs, und kannst da alles schön zumachen. Tipp Nummer 2, wie solltest du deine Ecke ausführen? Habe ich auch schon mal jetzt öfters die Frage bekommen. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, wenn du mehr solche Tipps haben willst. Und wie ich meine Ecken ausführe, wenn du das wissen willst, ich mache das kurz. Ich hole zuerst mit R1 oder RB einen Spieler ran bei der Ecke für den Pass kurz aus und spiele ihn dann vor den 16er, vor die äußere Ecke des 16ers. Und von da mache ich einen Finesse-Shot. Finesse-Shot ist ja, wenn du beim Schießen noch RB drückst. Und du kannst das Ganze auch timen, also dass du dieses Time-Finesse-Shot bekommst, wenn das Bein gerade sozusagen am höchsten Punkt ist von deinem Spieler, mit dem du schießt, dann drückst du nochmal die Schusstaste. Dann versuchst du es hier, ich habe es hier versucht, ich habe es nicht geschafft. Drück lieber zu spät als zu früh. Wenn das Graue kommt, dann bedeutet das, der Schuss ist nicht getimed, aber du hast auch keinen Nachteil. Wenn du zu früh drückst, das rot wird oder so, dann hast du einen Nachteil, dann wird dein Schuss sehr schlecht. Das heißt, Ecken kurz ausführen, versuchend auf Times Finish zu gehen und dann wirst du dadurch sehr viele Tore machen. Tipp Nummer 3, wir gehen wieder in die Verteidigung und dieser Tipp ist wirklich ein Gamechanger, der wird dich komplett besser machen, wenn du das bisher noch nicht machst. Fokus Nummer 1 in der Verteidigung, den Weg zum Tor zu blockieren. Schau mal hier draußen mit Aaron Wan-Bissaka. Der Gegner hat hier den Ball und ich zuck einmal so nach vorne, aber besinn mich dann wieder, ey Mensch, du Schlaukopf, lauf nach hinten. Und der Spieler ist ja hier außen. Warum soll ich jetzt das Risiko gehen? Es ist noch genug Zeit im Spiel und so, einen Tackle zu probieren, ausgedribbelt zu werden und der Gegner ist durch in den 16er. Stattdessen blockieren wir. Am besten ist im Running Jockey, denkt an Tipp 1 bei den ZMs, den gefährlichsten Weg zum Tor und der wäre hier vorne Richtung kurzen Pfosten in den 16er rein. Der Gegner muss da eine Flanke schlagen, weil wir den Weg blockieren. Wir gewinnen da hinten das Kopfballduell und diese Situation ist auf jeden Fall entschärft. Wie sollte man das nicht machen? Schau mal hier das Negativbeispiel. Ich versuche mit den ZMs zu verteidigen und lass mich dann so ein bisschen biten, fall darauf rein und mache diesen Schritt nach draußen, weil ich denke, ey, ich kann diesen Pass abfangen oder so, aber es klappt nicht. Und stattdessen hat der Gegner einen freien Weg in den 16er. Kommt jetzt zum Abschluss, hab Glück, das Ding ist nicht drin, aber diese Torchance, die hätte es nicht gegeben, wenn ich nicht aggressiv in den Passweg gegangen wäre, sondern wenn ich den Weg zum Tor blockiert hätte. Tipp Nummer 4, Strafe Dribbling. Man merkt ja wirklich, dass sich in FIFA 22 im Vergleich zu 21 es schwieriger ist mit manchen Spielern, einfach wenn man den linken Stick bewegt, das Left Stick Dribbling, dass die den Ball so weit vorne legen, sich komisch bewegen und schwuppsdiwupps ist der Ball weg. Und beim Strafe Dribbling drücken wir einfach L1, während wir dribbeln. Und während wir das machen, haben wir den Vorteil, dass wir den Ball näher an uns heran haben, uns in einem kleinen Radius bewegen. Man kann uns schwieriger den Ball abnehmen. Und das ist perfekt im 16er, wenn du zum Beispiel in die eine Richtung dieses Strafe-Dribbling machst und dann den Exit in die andere Richtung, indem du das dann lost und dann in die gegenübergesetzte Richtung den linken Stick bewegst. Dann kannst du so wie hier mit Lukas sehr schöne Tore machen. Auf der Xbox ist das LB, auf der Playstation L1. Wie gesagt, du hältst L1, drückst dann mit dem linken Stick in eine Richtung und kannst dann den Exit in die gegenüberletzte Richtung machen, indem du den linken Stick einfach in die entgegengesetzte Richtung flippst und dann L1, LB loslässt. Du kannst bei diesem Exit auch noch mit Sprint machen. Dann ist es aber noch wichtiger, dass du nicht das machst, was ich hier mache, nämlich dahin laufen, wo der Gegner auch sein wird. Dann funktioniert das natürlich nicht, sondern du verlierst den Ball, sondern mach das in den offenen Raum. Das ist gut im 16er, um Tore zu machen, ja. Plus,
Das ist auch sehr, sehr gut, um im Mittelfeld, wenn du da zum Beispiel auch mit einem behäbigeren Spieler, mit schlechteren Dribblingwerten, schlechterer Beweglichkeit, so wie Sissoko, wenn du so einen hier zum Beispiel hast, kannst du hier trotzdem das Strafe-Dribbling anwenden, dich auf einem kürzeren Raum bewegen, hingucken, wo du hinspielen willst, den Pass spielen und du bist hier dem Druck entgangen. Wenn du mehr über Strafe-Dribbling und den Abschluss im 16er erfahren willst, verlinke ich dir hier und in der Videobeschreibung nochmal ein Video für mehr Tore im 16er. Schaust du dir nach diesem Video hier an, dann bist du da auf jeden Fall eine richtige Attacking Machine. Apropos Machine, Alter, die Form. Wenn man vorher ein Lauch ist und dann eben zu einem Gott wird. Nächster Tipp, deine Taktik. Und hier ist es mir ganz, ganz wichtig, dass man mindestens 2 Taktiken spielen kann unter den individuellen Taktiken. Denk dran, du kannst in jeder Formation, so wie ich hier in der 4-5-1 ins Spiel starten, wenn du dann in-game mit dem Steuerkreuz diese Taktik änderst und auf eine deiner individuellen Taktiken gehst, so wie diese hier, dann hast du volle Chemie auf allen Spielern. Und ich spiele in dieser 4-2-3-1, habe ich euch ja ein Video zugemacht. Aber sag ich mal, 70. Minute, ich liege mit einem Tor hinten, ich will noch nicht komplett auf Pressing gehen, auf ständigen Druck, das können wir uns gerne mal ein andermal anschauen. Dann gehe ich in die 3-5-2, meine sehr, sehr offensive Taktik, wo ich viele Spieler über außen nach vorne bringe und dann auch vorm 16er mit den beiden ZMs passen kann. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du so eine zweite Taktik in der Hinterhand hast, mit der du dann nach vorne gehen kannst, mit der du dann noch was rausholen kannst, wenn es mal nicht so gut läuft. Und diese 3-5-2, die werde ich dir auch noch mal am Ende dieses Videos verlinken. Aber jetzt kommt noch der Bonustipp. Und das ist der Driven Pass, also der feste Pass. Der ist sehr, sehr stark in FIFA 21, wenn du R1 beim Passen nutzt, R1 beim Passen drückst, also R1 hältst und dann X oder RB und dann A drückst auf der Xbox, dann ist das dieser Driven Pass und der ist sehr, 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 sehr stark dieses Jahr. Du kannst den perfekt nutzen, um zum Beispiel von deinen ZMs nach außen zu spielen, aber um auch von den ZMs und von der Seite zum Stürmer zu spielen. Ich würde das nicht immer nutzen und irgendwie immer klappt es nicht, immer ist es nicht gut. Es funktioniert vor allen Dingen gut, wenn dein Passempfänger näher zum Ball ist als der Gegner. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass der Passempfänger ein bisschen Platz um sich herum hat. Wenn es ganz, ganz eng ist und du keine erste Ballberührung wegmachen kannst vom Gegner, dann hast du oftmals das Problem, dass der Ball verspringt, der Passempfänger den Ball nicht annehmen kann. Wenn du aber genug Platz hast, kein Gegner im Weg steht und dein Passempfänger näher am Ball ist als der Gegner, ich meine, das sollte bei jedem Pass so sein, dann ist dieser Driven Pass sehr, sehr overpowered in FIFA 22 und du kannst den sehr, sehr gut nutzen, um schnell große Flächen zu überbrücken. Das ist der große Vorteil. Er wird ungenauer, schwieriger anzunehmen. Der Vorteil, der Pass geht viel, viel schneller nach vorne und gerade gegen diese tiefstehenden Gegner, die mit, keine Ahnung, 100 Mann im eigenen 16er sind, ist es gut, wenn du den Ball schnell auf den Fuß von deinem Stürmer bekommst. Wie versprochen, hier nochmal die 3-5-2 für mehr Offensivdruck, wenn du im Spiel mal umschalten willst, dass du eine zweite Taktik hast. Man kannst du auch als erste spielen, aber ich habe sie als zweite so. Abonnier den Kanal, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus, ciao, ciao. Alter, bist du verballert heute.